Ja, heute geht es darum, Königinnen zu markieren. Wie ich ja ab und zu in manchen Videos ja schon mal erwähnt habe, ich bin eigentlich ein Faultier, was das Markieren angeht, weil ich markiere meine Königin nicht. Oder wie gesagt, ganz selten. Da wir aber jetzt eine Azubine dabei haben, also die Dianora, und sie mich doch darum gebeten hat, weil sie die Königin ja natürlich noch nicht so zu 100 nicht oder nicht immer zu 100% erkennen kann. Ne, ist klar, erstes Imkerjahr, habe ich mir jetzt die Aufgabe gemacht, dass wir alle unsere Völker oder unsere neu erstellten Völker alle markieren. Das ist natürlich ein ganzes Stück Arbeit. Ne? Und deswegen will ich euch halt einmal zeigen, wie man das macht. Wie gesagt, wir haben hier so einen Fangkäfig, sage ich jetzt. Und wo habe ich ihn denn jetzt hingetan? Mein Stift, ja, der verplante Professor. Ne? Dieses Jahr ist die Farbe Gelb dran. Das ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Ein Markierstift. Ne? Damit kann man die Königin schön markieren. Ich mache das meistens entweder händisch mit der Hand, wenn ich sie gerade zu fassen kriege, oder halt mit so einem Fangkäfig. Ne? Für Anfänger, sage ich jetzt mal, würde ich diesen Fangkäfig empfehlen, weil es ist einfach. Du suchst dir die Königin von der Wabe, lockst sie da rein, machst diesen Käfig da oben rüber und drehst mit dieser Schraube vorsichtig die Königin bis nach oben, bis sie an diesem Schlitz ist. Und dann kannst du die Königin markieren. Ne? Da besteht halt die Gefahr nicht, dass du die Königin zerquetscht, ne? Als wenn du die in der Hand hast. Wiederum gibt es andere Systeme. Es gibt Fangröhrchen. Es gibt so viele verschiedene Systeme. Wenn ich die jetzt alle aufzeige oder aufsage, sage ich jetzt mal, das wird den Rahmen dieses Videos sprengen. So, dann wollen wir mal ins Volk gucken. Also erstmal einmal kurz die Futterzage eben einmal abmachen. Ne, Mädels? So. Eben kurz einmal, wie gesagt, die Futterzage einmal ab. So. Die kommt eben einmal zur Seite. Ich will natürlich nicht hoffen, dass die Futterzage, beziehungsweise dass die Königin jetzt hier unter der Futterzage ist. Weil dann wäre natürlich die ganze Arbeit umsonst. So, dann wollen wir sie eben einmal kurz begrüßen. So, ich nehme euch mal eben ein bisschen näher ran, damit ihr auch was sehen könnt. Ich suche mir jetzt die Königin raus. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich auf diesen beiden Waben sitzen wird. Schauen wir mal hier. Hier hat sie auf jeden Fall schon ein schönes Brutnest angelegt. Ne? Ihr seht's. Da ist sie nicht drauf. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da auch nicht. So. Schauen wir mal, ob sie hier drauf ist. Man erkennt die Königin eigentlich sehr gut. Zumindest meine Erfahrung ist, sofern die, wenn man auf die Wabe so senkrecht drauf guckt, wenn die Bienen immer so zur Seite gehen, ne? Das sieht man ja von oben. Wenn die Bienen zur Seite gehen, dann ist auch meistens da irgendwo die Königin, weil die Bienen machen der Königin Platz.
So, hier ist sie nicht drauf. Puh, der Smoker, der stört mich aber jetzt ein bisschen hier. Den muss ich mal kurz zur Seite packen. So. Wusel, Wusel. Da ist sie nicht. Hier auch nicht. Wie gesagt, bei meinem Glück ist sie wahrscheinlich wieder auf der letzten Wabe. Es wäre nichts Neues. Ach, da ist sie doch. Hier. Ich halte sie euch mal in die Kamera. Genau da. So, jetzt gibt es wie gesagt zwei Varianten. Ich nehme mir den Abfangclip. Ne? Wir machen es jetzt mal für die Anfänger. Ich nehme diesen Abfangclip und stülpe diesen hier rüber. Über die Königin. Ist natürlich ein bisschen Fummelei, sage ich jetzt mal. Weil man halt ein bisschen gucken muss. Am besten packt ihr euch die Wabe so ein bisschen hin, dass ihr die da reinlenken könnt. So. Königin ist drin. Man muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, weil die Königin kann ein bisschen noch fliegen. So, jetzt habe ich sie hier drin. Ne? Jetzt packe ich die Wabe eben kurz einmal wieder rein. So, Mädel, du kommst auch noch mit zu. Husch. So, jetzt habe ich die Königin in den Zeichenkäfig. Jetzt drehe ich diesen Zeichenkäfig vorsichtig nach oben. So, die Königin dreht sich natürlich mit, bis sie sich halt nicht mehr bewegen kann, ne? So wie jetzt. Ich kann nur nach vorne und zurück. Das ist wie gesagt ganz wichtig. So, jetzt nehme ich mir den Stift, pumpe den vor ein bisschen an, dass die Farbe halt draußen ist. Und jetzt nehme ich mir den Markierstift und markiere die Königin oben auf ihrem Panzer. Ne? Gucken, dass ihr nicht die Flügel mit markiert. Ne? Dann lasse ich das ein bisschen antrocknen. Und lasse sie halt wieder ein bisschen frei, so dass sie sich bewegen kann. Ne? Die weiß natürlich jetzt auch nicht, was ihr geschieht, aber so. Wie gesagt, das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. So 3-4 Minuten. Und dann kommt sie gleich wieder ins Volk rein. Das wäre jetzt Variante Nummer 1. Ne? Das ist so jetzt für die Anfänger. Zeichenstift, Zeichenkäfig, sage ich jetzt mal, oder Zeichenröhrchen. Da ist die Königin drin. Es geht aber auch per Hand. Ne? Wichtig ist halt, dass man ein bisschen wartet. Nicht, dass diese Farbe aus Versehen... Ne, die Farbe muss schon trocken sein. Ne? Weil sonst verkleben sich oder fangen die Bienen die Farbe abzuputzen. Ne? Nach einer gewissen Zeit geht diese Farbe sowieso ab.
aber es reicht vollkommen aus. So, und jetzt, eigentlich im Endeffekt, warte ich, bis die Königin, das sollte sie eigentlich automatisch machen, aber die will jetzt unbedingt hier oben raus. Dann machen wir das mal so. Ja, geben wir immer einen kleinen Denkanstoß. Zack. So, gebe in die. Jetzt ist sie wieder in der Wabe drin. Und schwuppdiwupp habt ihr eure Königin markiert. Das wäre jetzt Variante Nummer 1. So, Variante Nummer 2. Wie gesagt, mit der Hand markieren. Wo habe ich sie denn jetzt gesehen? So, da ist sie. So. Da läuft sie. Jetzt nehme ich mir einfach diese Königin. Pack sie erstmal in die hohle Hand. So, jetzt nehme ich mir den Stift. Ihr seht sie. Ich hoffe, ihr seht sie. Und jetzt kriegt die Königin die Markierung. Jetzt pusten wir ein bisschen. Und dann kommt sie, wie gesagt, in meine Hand. Und dann kann sie ein bisschen trocknen. So. Kann jetzt ein bisschen hin und her laufen, wenn sie möchte. Damit sie ein bisschen trocknet. Und dann kommt sie auch gleich wieder ins Volk rein. Ne? Ihr seht sie. Da ist sie. Ein schönes Tier. Na, komm mal her. Ja, das gefällt ihr nicht, ich weiß. Ja, ihr seht's, da ist sie. Ein wunderschönes Tier. Da kommt sie jetzt. Sie kriegt natürlich mit, ne, ihr seht's, sie kriegt mit, dass da irgendwas an ihrem Panzer oben drauf ist und versucht es jetzt abzumachen. Aber da kommt sie natürlich nicht ran. So, Mädel, komm mal hier rauf. Jetzt kommst du wieder unten. Naja, falsche Seite. Komm, frisch. Du musst da rein. Unten, genau, dahin. Da gehörst du hin. Sehr schön. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Und ich hoffe natürlich, das war spannend für euch. Ich mache jetzt hier den Kasten wieder zu und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag, wann immer auch ihr dieses Video schaut. Na? Ich sag mal bye bye, euer Bienenliebe-Team. Bis zum nächsten Mal.